Tja, ich begrüße euch hier bei Poirot, ABC-Mörder. Tja, jetzt haben wir das erreicht, am Freitag noch einen Fragekatalog, bitte nachschaubar, dass wir weder einen Verdächtigen haben, weder einen Mörder. Dieser Poirot ist wirklich ein Wahnsinn. Er ist einfach nicht überzeugt, dass der Alexander Bonaparte Cruz der Mörder ist oder der Verdächtige. Nach einem Fragekatalog, was wir am To White Heaven, please. Freitag gemacht haben, muss er jetzt seinen Inspektor Chap überzeugen, dass er einen richtigen Mörder findet. Er gibt ihm 24 Stunden Zeit. Ja, gut. Cust's arrest is a great success for you, Poirot. It's all clear now, except maybe one or two details. Details. Ah, mon ami. The devil is in the detail, as we say. Excuse me? Patience, Hastings. Everything will be clear once our guests arrive. Best be prepared. Slip a revolver into your pocket before they do. A revolver? But Poirot, what are you afraid of? Trust me. It is important you carry a weapon for this meeting. I will lend you mine. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait one moment, I will bring you my weapon. Oje, was hat er jetzt vor? Hastings den Revolver bringen. Na, habe der. Was hat er jetzt wieder vor? Ein letztes Mal werden wir sie ein paar Punkte holen. Ein letztes Mal. Kater, der sich putzt. Und 3 Punkte haben wir sie abgeholt. Das sind die Belohnungspunkte, was wir da immer gehört haben. Ein letztes Mal werden wir sie da die Zeitungen leider uns übergeben müssen. Daily Flicker, September the 11th, 1935. ABC affair, Terminus Doncaster. Jap and Poirot arrest the killer. A.B. Cust is the name of the alphabet murderer. The police have arrested him in a hotel in Doncaster. Was preparing to kill his fourth victim, Mr. Dick Dudley Dunbar, the establishment's manager. Mr. Dunbar owes his life to the miraculous intervention of Inspector Chap of Scotland Yard and Detective Hercule Poirot. Weihrauchgefäß. September 11th, 1935. General Medical Journal. The alphabet murderer is not psychotic, according to Professor Thompson. In an early issue, we claimed that the alphabet murderer was not psychotic. Our assertion has just been confirmed by Professor Thompson, a Scotland Yard expert, who has spoken to the prisoner at great length. Not all obsessional killers are psychotic, he explained. It is true that Cust has a disturbed personality and memory disorder. But his amnesia, whether real or pretended, does not alter the fact that he was perfectly lucid at the time of his acts. Therefore, he will not escape punishment. Tja, wir haben jetzt diese 2 Sachen angeschaut. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein Weg, wo man sagen muss, was ihr jetzt dann selber entscheiden müsst. Ich war so frei und habe das ein bisschen am Wochenende gespielt. Nämlich jetzt, ich war so frei und habe das ein bisschen vorgespielt. Nämlich jetzt mit dem Revolver. The white ammunition are blank cartridges. The others are real bullets. Das heißt, da gibt es 2 Munitionen. Das heißt, Platzpatronen
und Schafe. Das heißt, die Schafen sind die roten und die grünen sind die Platzpatronen. Das kann jetzt natürlich vom Ausgang der Geschichte natürlich, wenn man dann den Revolver oder der Revolver dann in Betracht kommt oder verwendet wird, den Ausgang dieser Geschichte natürlich ändern. Ja, aber leider Gottes, dass man das leider da nicht abspeichern kann, ist das natürlich eine Entscheidung, die was man treffen muss. Die muss man treffen. Also das ist jetzt einmal der Revolver. I have to choose the type of bullets to load. Das ist jetzt einmal die grünen oder die roten. Das heißt, die roten war die Schafe und die grünen sind die Platzpatronen. Dadurch, dass ich es am Wochenende mit der Schafen gemacht habe, den Ausgang der Geschichte kenne, wähle ich heute ausnahmsweise die grünen. Die Platzpatronen. Ja. Ihr könnt dadurch, da ist eine Stelle, die was ich euch nicht, das beeinflusst nur dann, wenn der richtige Mörder dann zur Waffe greift. Ja. Und ob er sich das erschießen kann oder nicht. Ja. Oder ob ihr es wollt, dass der Mörder sich erschießt für seine Taten oder dass er verhaftet. Das ist jetzt grundsätzlich eine Entscheidung, was ich euch nicht abnehmen kann und werde. Ja, ich weiß jetzt den Ausgang schon, weil ich war so frei und habe am Wochenende ein bisschen vorausgespielt. Ja, ich meine, ich kenne den Ausgang, ich habe ein bisschen informiert, ja, sage ich mal so. Ja. Und ich habe, wie gesagt, ich war so frei. Ich habe ja parallel immer auch außerhalb von YouTube gespielt, aber ein zweiten Profil. Und ich habe da mich am Wochenende für Rot entschieden. Ja. Und da wird sein, dass sich der Mörder sich erschießt. Ja, das sind die Schafen. Für uns, also für dieses Let's Play, entscheide ich mich für die Platzpatronen. The revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. Ja, das heißt, The revolver is loaded with real bullets. I still have time to choose blanks. ich The nehme revolver is loaded with blanks. I still have time to der choose Revolver real ist mit bullets. Platzpatronen geladen. Ich kann noch immer, jetzt aber nicht mehr. Das ist, ich kann da The noch, white ammunition are blank cartridges. die The weiße others are Munition real bullets. sind Platzpatronen. Ich habe jetzt die Platzpatronen drinnen und da bleiben sie auch. Okay, das sind jetzt Platzpatronen. My revolver is Das ist mit loaded. Platzpatronen I now geladen. have to give it to Geben sie wir Hastings. in Hastings. Zur Überzeugung, dass mit Platzpatronen drinnen sind. Ja. Das ist eine Entscheidung, die wo sie echt nicht annehmen kann. Also das ist eine Entscheidung, man sagt, okay, der Mörder, der Kerl hat bestraft. Der soll sich ruhig umbringen. Kein Problem. Ja. Voila, I entrust you with my weapon. It has hardly been used. It is almost new. Okay. Es ist soweit. Es ist soweit. Schließen wir. Chief Inspector, is that you? Yes. Sorry, but we haven't found anything. Have you checked the typewriter? And the packaging, the letter, and the ribbon reel. We've only found prints left by Cust and his landlady. Well, never mind. I shall make do. So, are you still going to hold your meeting?
Of course, Chief Inspector. I can hear my guest coming up the stairs. Why have you brought us here, Mr. Poirot? Since Cust's arrest, I thought it was all done and dusted. Miss Gray formally identified him, as well as Miss Barnard. Yes, and the stockings he saw drove the same brand as the ones found at my aunt's. This is all true. However, a case is not closed if some questions remain open. And one question is, why did the murderer send me his letters? Why did he challenge me, Hercule Poirot? Perhaps he wanted to play with you, to taunt you. Xenophobia? Maybe he didn't like you because you're foreign. I may be wrong, but maybe by provoking you, he was looking for glory? All these theories should be studied. Let us now try and get our brain cells to work. Ladies and Gentlemen, es ist mir eine Ehre, mit euch jetzt den ABC-Mörder durchzuspielen. Warum hat sich der Mörder in der Adresse geirrt? Schon alleine das war Fehler Nummer 1. Ja, das war schon Fehler Nummer 1. Der Mörder hat Poirot für den Ruhm herausgefordert. Die fehlerhafte hat zu einer verspäteten Zustellung des Busses und der Mörder hat Poirot aus Fremdenfeindlichkeit herausgefordert. Der Mörder hat Poirot immer von seinen Morden in Kenntnis gesetzt. Ist einmal das Erste. Dann die fehlerhafte Adresse sowieso. Die fehlerhafte Adresse zu einer verspäteten an der Post geführt, sowieso. Und die verspätete und ergibt dann natürlich auch die verspätete Zustellung des Mörders hat den Mörder gerettet. Er hat den Fehler vorsätzlich gemacht. Warum hat der Mörder seine Briefe an Hercule Poirot adressiert? Gute Frage. Poirots Adresse ist nicht sehr bekannt. Er hat an Poirot geschrieben, weil seine nicht sehr bekannt ist. Is everything clear now? You might like to explain your reasoning again. Of course. First of all, remember that the murderer made it a rule to always post his letter before the murder. He never digressed from that rule. However, in Cheston, he encountered a problem. The village has only 500 inhabitants. With advance warning, it would be easy to arrest him. Therefore, the murderer delayed his letters deliberately with the wrong address. The plan wouldn't have worked if he'd sent it to Scotland Yard or the papers because everybody knows their addresses. The mistake would have been corrected and the letter would have been on time. That is why the murderer chose me as the recipient. Because for his plan to succeed, it was necessary for at least one of the letters to have a wrong address and get lost. It was very cunning. Absolument. It is a very subtle plan. It matches the profile we have drawn up of him perfectly. That of an intelligent, daring and calculating murderer. But that's not how you describe Cust. You are quite right, mademoiselle. Like you, I find it hard to believe that this dull character is the clever murderer we are looking for. Do madmen... I mean, if he's mad, he might have two very different sides. No doubt. But the murderer is not mad. All the specialists agree that he does not have the profile of the psychopath. But if Cust is not guilty, how do you explain his presence at the scene of the crimes? Mr. Clark, the answer to your question is in the medical records of your brother's patients. Documents which Cust most certainly did not have access to. Let us now try and get our brain cells to work. Aha. Was weiß man über Cust? Cust ist auf jeden Fall beeinflussbar. Das wissen wir jetzt schon. Cust ist beeinflussbar. Wer die
bei den vielen Videos bei mir jetzt aufgepasst hat und bei den vielen Fragereien im Katalog, er ist beeinflussbar. Ja. Und was wir auch festgestellt haben, er wurde im Krieg verletzt. Carsten Krieg, davon hat er sich mental niemals vollständig, wurde während des Krieges verletzt. Ja, also ja, Cast war während des Kriegs verletzt. Cast ist mental fragil und manipulierbar. Nächste Frage. Wie lässt sich Cards Anwesenheit an den Tatorten erklären? Der Mörder hat es irgendwie geschafft, auf Dr. Clarks Akten zuzugreifen und hat versucht, sie zu verbrennen. Wir haben ja das gefunden im Garten, im Schubkasten, und haben das auch mit Bravour, eigentlich diese 4 Zetteln, eigentlich wieder zusammenbekommen. Dann faktisch, die Opfer des ABC-Falls sind in den Akten von Dr. Clark. Ja. Der Mörder hat Cast manipuliert, indem er in die Städte der Opfer geschickt hat, um Spuren zu erwischen, aber niemand ermordet. Sorted by alphabetical order. The killer definitely used it, explaining the fact that all the victims were former patients of the doctor. It is this fact that clears Cust once and for all, because he never had access to these records. So how did he happen to be at the scene of the crimes? Either the murderer sent him there, or Cust was following him closely. Cust's highly suggestible nature leads us to the second hypothesis. The murderer was manipulating him. He systematically sent Cust to the towns where he was going to strike, so that the suspicion would land on the poor man's shoulder. That's evil. What sort of killer could have such a plan? And what would he gain from 3 completely different murders? Indeed, it seems unlikely that the same murderer committed all the crimes. What should we take from that? Jo, sagen, dass ein einziger Mord für den Mörder von Interesse ist. Sagen, dass der Mörder aus vergangenen Lügen tötete. Sagen, dass es 3 Mörder gibt. Das ist ein Schwachsinn. Sagen, dass der Mörder Spaß am Morden gefunden hat. Gut, das mit den 3 Mörder ist ein Schwachsinn. Der Mörder Spaß am Morden gefunden. Sagen, dass der Mörder aus Vergnügen tötet. Na, Interesse. Das ist ein einziger Mord für den Mörder von der SC ist. Just one murder was of benefit to the murderer. The others were just diversions. On reflection, there is only one conclusion. The murderer killed once out of interest and twice to divert our attention. This reasoning points at 2 potential culprits. Franklin Clark. Donald Fraser? Yes, mademoiselle. That's good thinking. Mr. Fraser may have killed Betty out of jealousy. Mr. Clark may have killed his brother in order to inherit his large fortune. Both have a motive. But Donald did not have access to Dr. Clark's records. Please allow me to disagree with you, mademoiselle. Naja, leider Gottes schon. Weil die Agentur hat für ihn gearbeitet. Behandlung falsch, erholen falsch gearbeitet. Die Agentur hat für Clark gearbeitet und hat dazu leider auch Zugang. Für er vielleicht nicht, aber die Agentur. He works for Court and Brunskill, one of whose clients was Sir Carmichael. It doesn't prove that I went to Comeside. You could have done it, and you may have used the opportunity to take a look at Sir Carmichael's records. You think I'm guilty? You or Mr. Franklin Clark. That's ridiculous. Both of you have a motive.
The question is, which of you has the profile that most resembles the murderer? Let us now try and get our brain Also cells ein to Donald work. kann es ehrlich gesagt nicht zutun. Ist Donald, nein, ich kann es in Donald eigentlich nicht so richtig zutun. Er ist ein intelligenter Mann, der eine glänzende Karriere vor sich hat. Passt. Ist Donald selbstsicher? Zeitbett da zweifle ich ihn an mir. Beeinflussbar. Ist Donald ein Verführer? Ja, leider Gottes. Es hat Erfolg befahren. Ich denke, dass Megan sich um ihn kümmern wird. Verführer. Mag Donald Züge? Eigentlich schon. Ich werde mich in Zug ausruhen, ich mag Züge. Ist Donald impulsiv? Naja, er hat gestritten mit ihr. Aufbrausend. Ist großzügig. Es wäre Peter ein guter, immer aufmerksam großzügig gewesen, aber ein wahrer Gentleman. Ladies and gentlemen, Donald may share many character traits with the murderer, but he does not have his cold indifference. He has a temper. It is hard to imagine Und him jetzt, meine planning Damen und anything. Herren, wird spannend. Also, jealousy is his motive, and crimes of passion are rarely planned. Right, I suppose it's my turn to be subjected to the same scrutiny. Absolument, Mr. Clark. Ladies and Gentlemen, Let's es now ist try and soweit. get our brain cells to work. Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Wir gehen ins Finale. Ist Franklin clever? Nach einem Schulbericht war es. Das haben wir gefunden. Wir haben ja, er war ein sehr begabter, aber disziplinloser, laut seinen Lehrern war es. Brillant. Ist Franklin selbstsicher? Er ist ein Schönere verfallen. Er ist sehr tapfer, selbstsicherer Junge, aber er ist naiv im Umgang mit Frauen. Haben wir leider von der schwerkranken Frau erfahren. Selbstsicher. Ist Franklin ein Verführer? Eigentlich schon. Also wirklich bei euch befreit, was Miss Grey angeht, wird sie bereits von Franklin Clark umworben. Er war immer selbstsicher. Also er war Verführer. Passt. Mag Franklin Züge? Nachdem wir herausgefunden haben, ja. Die Eisenbahnkinder, das Buch haben wir gefunden, das ihm seine Großmutter geschenkt hat 1910. Also ja, die Eisenbahnkinder, Nesbit. Mag Züge. Ist Franklin impulsiv? Ja. Lieber Franklin, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Ich habe heute einen Brief von erhalten. Danke, dass du meine Interessen gegenüber dieser Schuft von Ron vertreten hast. Die Dinge wären nicht so gut gelaufen, wenn nicht so gelassen wärst. Um diesen Charakter zu beneide ich dich. Ja, er ist impulsiv. Ist Franklin großzügig?
Na sicher. Er hat ihr den Armband geschenkt. Und die Kosten hat er sie auch schon verraten. Eben mit den Zugtickets und alles. Er wird die Kosten und alles übernehmen. Ja. Er hat ja Tipps schon allein im Büro am Ende verraten. Ladies and Gentlemen, das war's. Wir haben einen Mörder. Es ist Franklin. Wir haben faktisch einen Mörder. Franklin. As you have all seen, there is a disturbing similarity between Mr. Clark's profile and that of the killer. In actual fact, it is exactly the same. Mr. Poirot, your psychological studies are interesting, but your conclusions do not add up. Why would I have wished my brother's death? The inheritance is lawfully mine. I just have to wait. No, you had to act quickly. Nun ja. Sagen, dass Terry Gray ihn belästigte, sagen, dass Franklin ungeduldig war. Das heißt, dass Terry Gray einen Weg gefunden hat, also das heißt, Terry Gray sagen, ihn belästigte. Because of Miss Grey. Mademoiselle, although you haven't been telling the truth, there is no doubt in my mind that you would have found a way to marry Sir Carmichael after Lady Clark's death. For you, Mr. Clark, it was a disaster. If Miss Grey had children by your brother, you would not have inherited a thing. You realized the danger after reading several letters from Comside, especially one in which your brother opened his heart to you. So you hurried home from China, and you took action. In truth, Cust was no more than a puppet manipulated by the real culprit. You, Mr. Clark. Such an imagination, Mr. Poirot. In fact, nobody manipulated Cust. The famous instructions he received by post. He wrote them on the typewriter. We know that for sure. Oh, no. You know perfectly well. That is not true. Eh bien, voilà. Light has now been shed on the ABC murders. Your theories are ingenious, but you haven't any proof. One point to him. For the moment, I have no material proof. Either I admit to it, or I bluff. Tjo. Einen Beweis erfinden, der in alles erst als Tabakklan gefunden war. In Bezug auf die Fingerabdrücke, die auf Kurt's Schreibmaschine gefunden wurden, lügen. Sagen, die Beweise problemlos gefunden werden. Naja, man kann ja jetzt eigentlich immer angeben, dass wir auf der Schreibmaschine was gefunden haben. Warum nicht? Schreibmaschine. Ganz einfach. One thing proves it. The prints you left on Cust's typewriter. Enough. Oh, of course you wiped the typewriter before sending it. But not carefully enough. Scotland Yard has found your print along with those of Cust. Game, set, match. You win, Mr. Poirot. But it was worth trying. Boah, da gibt's sogar zu. Don't come near me! I'll never let you take me, Mr. Poirot. I'm sorry, Mr. Clark, there is no easy death for you. I expected your reaction, so I used blanks.
I'm sorry, mademoiselle, but your second chance has been lost. Franklin Clark will never inherit his brother's fortune. Tja, Game, Set and Match. Das war der beste Abgang eines Mörders bisher. Disappointed at having missed the chance to become Lady Clark, Thora Grey left England. Donald Fraser and Megan Barnard married. On Poirot's recommendation, Mary Drower started to work for Lady Clark. The elderly lady's condition suddenly took a turn for the better. And a few months later, to Dr. Logan's great surprise, she was back on her feet again. According to this eminent physician, it appears to be an extremely rare case of spontaneous remission. Lady Clark has enjoyed very good health ever since. Journal of an Innocent. The incredible story of ABC. As for A.B. Cust, after being advised by Poirot, he made a great deal of money by selling his story to the press. And as for me, and with business booming, the Black Swan has become the #1 tourist attraction in the whole of Yorkshire, even more popular than York Minster. Tja, meine Damen und Herren, es waren wunderschöne 3 Wochen wieder. 3 Wochen und My God's Presence, ABC Mörder. Ja, was ist zu sagen? Eigentlich wunderschöne Grafik. Ja. Was ist noch zu sagen? Ja, ein bisschen zu viel Fragerei wahrscheinlich. Ja, es ist eigentlich ein typisches Poirot-Spiel, Agatha Christie Spiel gewesen, wer die anderen Spiele gespielt hat. Ja, es hat natürlich Facetten gegeben, wo man schon ein bisschen verzweifelt war durch die viele Fragereien und das alles. Ja, es war ein typisches Agatha Christie Spiel wieder. Was soll man sagen? Wer die anderen Agatha Christie Spiele kennt und gespielt hat, wusste eigentlich, was auf ihn zukommt. Mir hat es gefallen, dadurch, dass ich auch die anderen Agatha Christie Spiele kenne und auch gespielt habe auf PC. Das ist wie gesagt die PlayStation 4 Variante. Ja, grafikmäßig gut, die Rätsel waren hin und wieder, ja, Geschmackssache, sage ich jetzt einmal, ausnahmsweise Geschmackssache. Hätte natürlich auch wieder besser sein können, klar, kein Thema nicht. Der ganze Fragekatalog war vielleicht, ja, mit der Herstellungsleitung kommen mit den grauen Zellen, ja, war vielleicht, ja, nicht immer leicht. Kann natürlich auch sein, dass einen anderen Weg auch nimmt, wenn man was anderes nimmt oder nicht. Ja, das war das Ende. Der Mörder ist verhaftet worden. Ihr könnt es wie gesagt ab der Stelle mit der Pistole, mit den Patronen euch selbst entscheiden, ob sich der Mörder hinrichtet oder nicht. Ja. Gut. Was ist noch zu sagen? Ja, mir hat es eigentlich gefallen. Ja. Die deutsche Übersetzung manches Mal, naja, war natürlich zu wünschen übrig, würden manche YouTuber wieder mal sagen. Aber gut, man muss einmal wissen, was überhaupt geht. Ja, weil aus Zeiten wie Life is Strange sind wir das sowieso schon gewohnt, dass die deutschen Übersetzungen nicht immer gut sind. Aber das sind widersprüchliche Sachen, oder seit Walking Dead, also da kann man auch drüber diskutieren, über die deutschen Übersetzungen, ja, also dass hin und wieder was nicht zusammengepasst hat. Ja, das war's eigentlich, war da nicht mehr zu viel zu sagen. Mir hat's gefallen,
kauft es euch. Der was für einen Samstagabend nichts vorhat, für einen Rätselabend, ist der ABC-Mörders eigentlich ganz gut. Der was zu viel erwartet von Rätseln oder zu viel erwartet von einer detektivischen Sachen, der sollte sich nicht zulegen. Aber in dem Sinn, thank you for playing, und deswegen sage ich auch thank you fürs Zuschauen für die letzten 3 Wochen. Eben, jetzt warten wir noch ein bisschen was an, also Present, der einem interaktiv CO, Stefan allein, der CO, also der ganzen Produktionsnamen, aber wie gesagt, thanking for playing, thanking you für die Zuschauen für die letzten 3 Wochen. Ja, warten wir noch den Abspann an, weil es gibt ja dann noch, wie gesagt, noch was anzuschauen, dann vielleicht am Titelbild, mal schauen was passiert, A Game Developed bei Artifact Studio. Ja, wie gesagt, mir hat es gefallen, grafikmäßig. Wer, wie gesagt, an die Rätsel mehr erwartet, dann dass er die Finger weglassen. Das soll wieder was anderes spielen. Aber so war das eigentlich das Spiel tipptopp. Also man hat ein Spiegelbild gesehen, was man bei manchen anderen Spielen nicht gesehen hat bis jetzt, wo ich sehr enttäuscht war. Aber anscheinend muss man auf die 2D-Grafik zurückgreifen, dass man das noch erleben darf. Also wie in der neuen Grafikzeit auf der PlayStation 4, wenn du daneben einen Spiegel stehst und hast nicht einmal der Spiegel spielt, da kannst du zweimal reinschauen und da siehst du niemanden. Beim Poirot war es endlich soweit, dass man ein Spiegelbild gehabt hat. Ja. Und ja, in dem Sinn, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen der letzten 3 Wochen. Auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, Baba.